Ich habe nämlich vor kurzem einen E-Mail-Kontakt gehabt mit einem von meinen Zuschauern. Der ist in Marokko unterwegs gewesen und ist dort in ein sehr, sehr schweres Schlagloch reingeraten. Also es war ein schwerer, harter Schlag, der durch das ganze Fahrzeug ging. Aber ansonsten ist dem Fahrzeug eigentlich nichts weiter passiert. Es war halt ein großer Schreck. Nur danach ging der Motor aus und er ließ sich auch nicht wieder starten. Und da gibt es nämlich einen kleinen Kniff zu, den ich hoffe, dass Teke mir den gleich einmal zeigen kann. Denn das ist ein bekanntes Thema, das steht sogar irgendwo in den Handbüchern mit drin. Aber an so einer Stelle und in so einer Situation, wer erinnert sich daran und wer liest das? Vielleicht erinnert ihr euch dann an dieses Video. Gehabt. Da ist einer in Marokko unterwegs gewesen, mit einem Fiat Ducato, ist durch ein ganz schweres Schlagloch gefahren. Jetzt weißt du schon, in welche Richtung die Musik geht wahrscheinlich. Und das Auto ist ausgegangen und es lief danach nicht mehr. Richtig. Er musste sich dann erstmal ganz, ganz mühsam einen Abschlepper organisieren in Marokko, sich dann in die nächste Hauptstadt dann irgendwo schleppen lassen, dort eine Fiat-Werkstatt. Da haben sie das Ding abgeladen, haben die Seitentür aufgemacht, die Beifahrerseite, und haben einmal unten reingegriffen und gesagt, ja, jetzt kannst du weiterfahren, jetzt läuft er wieder. Genau, richtig. Ja. Da gibt es einen Notstopp, habe ich daraus jetzt gelernt. Genau. Also das Bild von dem Fahrzeug habe ich auch schon mittlerweile bei mir tatsächlich, weil ich mit dem Kunden auch geschrieben habe. Also bei dem Ducato Basis unten rechts im Beifahrerfußraum ist ein Crash-Sensor. Wenn man tatsächlich zu doll durch ein Schlagloch fährt. Eine große Erschütterung. Oder wenn man unbeabsichtigt mit Fuß dagegen kommt, dann löst sich der Schalter. Unbeabsichtigt dagegen kommen meistens die Handwerker, die haben Arbeitsschuhe an, dann passiert das. Mit Stahlkappen, dann kommt man da natürlich auch mit ein bisschen mehr Dampf dann. Genau, Dann steht Kontrollleuchte, Kraftstoff, System überprüfen. Ja. Und dann springt das Auto auch nicht an. Dann kann man schon sagen, okay, das ist der Crash-Sensor, der sich ausgelöst hat. Kannst du mir an einem Fahrzeug zeigen, wo der ist? Also. Hier ist die Verkleidung beim Fußraum. Die muss man hier demontieren, das geht ganz leicht. Ja, das ist einfach nur ein bisschen Drehschraube, ja. Genau. Aber da hätte ich ja schon wieder dran gesucht. Dass man das abschrauben muss, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen von alleine. So, dann hat man den demontiert. Da befindet sich der Crash-Sensor. Wenn du mal so, hier ist der Sensor. Ich löse den mal aus. So, jetzt hat er sie ausgelöst. Da ist eine Kugel drin. Und hier oberhalb muss man einfach tatsächlich nur reindrücken. Dann spürt man mit Finger auch so ein ganz leichtes Anreißen. Ah, ja. Ja? Super. Und das führt dazu beim Unfallschaden, dass der auslöst und Kraftstoff nicht nach außen austritt. Ja, also eigentlich eine Sicherheitsmaßnahme, die auch sinnvoll ist beim Pkw-Unfall dann entsprechend, dass man da dann nicht den Diesel dann mit der Pumpe noch schön auf die Straße verteilt. Ganz genau richtig, ja. Super. Haben wir das auch mal gesehen? Also da ist jetzt quasi, was du eben erzählt hast, von dem kaputten Motor, wo der Zahnriemenwechsel, die Spannrolle quasi defekt war. Genau. Ist hier jetzt von Fiat auf Garantie dann ein Ersatzaggregat geliefert worden. Das sieht hier ziemlich neu aus, wenn wir uns die ganzen Verschlüsse hier angucken. So kommt das dann ab Werk. Habe ich auch noch nie gesehen, finde ich auch interessant. Und das wird jetzt gerade eingebaut und da drüben vermute ich dann ist die defekte Maschine. Genau, das ist der alte Motor. Da haben wir auf Zylinder 1 und Zylinder 4 zu wenig Kompression gehabt, weil der Zahnriemen übergesprungen ist. Normalerweise ist, wenn der Zahnriemen überspringt bei Fiat, das kann man sein, im Winterzeiten kommt also sehr, sehr selten vor, dass der die Zahnräder mal einfrieren. Und dann springt der Zahnriemen rüber um 1, 2 Zähne. Dann springt das Auto auch nicht an. Und dann brechen hier die Kipphebel wenn man den Nockenwellenkasten abnimmt. Und dann sind die Ventile geschlossen, damit ist verhindert, dass die Ventile, Einlass- und Auslassventile gegen den Kolben schlagen. Das ist schon wirklich sehr gut. Hat sehr oft günstige Kosten verursacht. Das ist
Dass man also nur die Kipphebel wechseln musste und ansonsten aber der Motorblock an sich noch intakt war. Genau, richtig, ja. Ich habe seit extrem lang ersten Mal tatsächlich, so oft kommt auch mit dem Zahnriemenübersprung nicht vor, meine ich mal. Ich habe mal in Ausbildungszeit zuletzt gehabt, aber seit langem ist das jetzt das erste Mal, dass der Zahnriemen extrem übergesprungen ist, dass wirklich die Ventile verbogen und dann ist irgendwann der Block an sich einfach nicht mehr zu retten, dann ist es das nicht mehr wert. Genau, richtig, ja. Wir haben hier auch dann das gewöhnte Automatik. Oh, da haben wir noch ein Update, weil das habe ich noch gar nicht den Leuten erzählt. Beim Automatikgetriebe hattest du ja nachträglich noch eine Idee, vielleicht sehen wir das hier sogar, was man unbedingt bei der Wartung beachten müsste mit den Flüssigkeiten. Ne? Genau, richtig, ja, sehr gut. Wir haben hier die beiden Flüssigkeiten. Das ist der Flüssigkeitsbehälter für die Kupplungshydraulik. Das funktioniert rein mit Bremsflüssigkeit. Ja. Das ist also auch ein ganz kleiner Behälter, wie man hier sieht. Genau. Bei dem Fahrzeug sehen wir, dass die Flüssigkeit schon mal neu gekommen ist tatsächlich, weil wir das im Rahmen der letzten Inspektion mit erneuert haben. Ja. Ansonsten bei erster Inspektion sieht man schon, dass dies hier gar nicht mehr so hell ist wie Bremsflüssigkeit, sondern wirklich extrem schwarz ist. Hier kommt auch nur Bremsflüssigkeit rein, nicht mehr und nicht weniger. Ja. Und hier haben wir das Flüssigkeit für das Hydraulikeinheit, also die Ventile, die in dem hier drinnen die einzelnen Gänge durchschalten. Ja. Das ist auch ein besonderer Öl, nennt sich CS Speedöl. Es ist kein Getriebeöl, nicht verwechseln. Ja. Und viele würden dann sagen, okay, der Stand ist hier quasi, auf den Stand nicht verlassen. Solange keine Undichtigkeit vorliegt, wird sich der Stand immer ändern, weil wenn der... Mal ist der Aktuator voll, mal ist er nicht voll. Genau, richtig, ja. Je nachdem, wie der Druck aufbaut, dann ändert sich der Stand tatsächlich. Ich hatte einen Kundenfall, da war in der freien Werkstatt, die haben den Stand dann quasi wirklich ein bisschen aufgefüllt. Alles ja dann abgesagt ist das ganze Flüssigkeit dann übergelaufen. Oben rübergeschossen. Genau, richtig, und im Getriebe selber ist auch noch zusätzlich Getriebeöl, 2,9 Liter bei den Versionen. Ja. Wechselfällig ist da, also Wechselintervalle gibt es in dem Falle nicht für das Getriebeöl. Empfehlenswert ist es definitiv, zumindest spätestens nach der zweiten Inspektion. Ja. Empfehle ich wirklich. Das Öl wird schon aus Erfahrung schon gut schwarz. Beim normalen Schaltgetriebe, wie würdest du das da sehen mit Getriebeölwechsel? Also, das hier ist eigentlich reines Schaltgetriebe. Ja. Das ist möglicherweise sogar das gleiche Getriebe, was in dem schwarzen Schaf auch drin ist. Da würdest du also auch empfehlen, dann bei der zweiten Inspektion dann auch mal Getriebeöl wechseln. Genau, richtig, ja. Das heißt bei mir, ne, das ist auch gleichzeitig die Inspektion, wo dann bei mir nämlich auch der Zahnriemenwechsel dran ist. Ja. Ne? Den haben wir dann in 2 Jahren. Dann sollten wir das ruhig mit berücksichtigen, dass wir dann auch ans Getriebeöl dann denken. Genau. Es soll dem schwarzen Schaf ja gut gehen. Ne? Dann Zahnriemenwechsel ist auch so eine Frage. Ist wirklich teure Kosten, muss ich ganz offen gestehen. Ist auch ein bisschen aufwendig. Ich habe hier beispielsweise einen anderen Zahnriemen, nicht von dem Motor, einen anderen Zahnriemen. Der Kunde wollte den Zahnriemen nicht wechseln, weil der ist wirklich nicht viel gefahren. Ja. Kann man auch nachvollziehen, aber das Auto ist dafür dann 5 Jahre. Wenn man sich hier das Ganze anguckt, Zahnriemen sieht auch ziemlich gut aus. Sieht eigentlich gut aus, aber durch die lange Standzeit... Sehen Sie mir den Roststellen. Ich habe auch öfters gehabt, dass sich dann hier drin schon erste Risse bilden. Ne? Genau, richtig, ja. Da muss man dann als Kunde entscheiden, was will man. Unsicheres Gefühl während der Fahrt im Urlaub oder... Ja, also mir wäre es immer sicherer, das Ding lieber einmal zu früh austauschen, weil eben die Folgekosten, die sind so dramatisch. Ich weiß, einige regen sich darüber auf, weil Fiat sieht alle 5 Jahre den Zahnriemenwechsel vor, während Citroën und Peugeot da längere Zyklen dann vorsehen. Ich weiß nicht genau, ich glaube, die sagen 8 Jahre oder so etwas. Ja. Aber ganz ehrlich, das sind 3 Jahre Unterschied. Ob ich das dann also nach 5 Jahren und nach 10 Jahren einmal irgendwo mache oder nach 8 und 16 Jahren. Mit den 5 Jahren bin ich auf alle Fälle auf der sicheren Seite. Ist es mir wert? Da muss man wirklich dann überlegen, also man muss das vergleichen, wie oft Zahnriemenschaden bei den anderen Marken entstanden ist. Ja. Und für einen Zahnriementausch, wir haben jetzt hier mal das extreme Beispiel, ne? Also hier ist jetzt ja tatsächlich ein Maschinenwechsel. Jetzt haben wir aber hier das neue Aggregat, das muss hier rein. Beim Zahnriemenwechsel musst du aber, denke ich, kein Engine out, ne? Das geht mit eingebautem Motor. Das geht im eingebauten Zustand, da müssen einige Aggregate demontiert werden, aber es geht im eingebauten Zustand einwandfrei. Wunderbar. Ja, das Ganze ist passiert an einem Carthago Chic C-Line. Basisfahrzeug, ne? Ist da eben auch der Fiat Ducato. Das passiert bei allen Fahrzeugen und das ist jetzt mal so die bunte Sammlung, was wir hier alles ausbauen müssen.
wenn man da wirklich mal komplett ans Aggregat ran muss. Auch mal selten, dass man sowas alles sieht. Da tippe ich mal auf Turbolader. Genau, richtig. Turbolader mit Abgaskrümmer und Ja. der Katalysator. Das ist der, genau, wollte ich gerade sagen, das dürfte der Dieselcut hier vorne sein. Da haben wir den Luftfilterkasten. Lichtmaschine. Und da vorne ist der Achsquerunterträger, ne? Genau. Bevor die Bauteile eingebaut werden, werden die natürlich einmal kontrolliert, ob die einwandfrei direkt noch... Ob das alles noch in Ordnung ist. Mhm. Schier. Ja, und da hinten haben wir den Kühler stehen. Das ist auch so ein Sorgenthema von mir, dass der leider ein bisschen ungeschützt ist vorne. Also da will ich jetzt auch unbedingt ein Racegitter einbauen, dass der so ein bisschen geschützt ist gegenüber den kleinen Steinschlägen. Ich habe das eigentlich schon länger vor. Also das Racegitter habe ich mir tatsächlich letztes Jahr schon geholt. Aber es muss halt, Scheinwerfer müssen raus, Frontmaske muss raus. Glaub mir, das ist nicht so aufwendig, wie du dir das vorstellst. Ich weiß, ich habe schon in Videoanleitung gesehen, aber man scheut sich trotzdem davor. Wie wird Travel nochmal geschrieben? T-R-A-V, wie das englische Travel, ne? Ja. T-R-A-V-E-L with me. So. Ja, er hat hier nur Edge, also er sucht jetzt langsam. Also der LMC, der hier hinter mir steht, der hat gerade einen Kugellagerschaden vorne. Ja. Nee, euer. So. Ne? Ja. Ich filme mich nämlich gerade. Aber euch nicht. Ihr seid nur mit der Stimme mit drauf. Und da wird denen auch geholfen. Natürlich jetzt am Wochenende ist da dann auch irgendwann bei der Werkstatt dann dicht. Aber die können jetzt hier erstmal stehen. Und wenn es dann alles wieder heil ist, dann geht es weiter Richtung Legoland. Ja. Aber ja, eigentlich war Plan auch, dass wir da im Ort schon campen, wo das ist. Aber das konnte dann jetzt halt nicht mehr. Und Ja. dann wollten wir eigentlich noch 3 Nächte in der Hauptstadt sein und dann noch eine ganze Woche auf so einem Campingplatz auf einer... Aber so habt ihr einen Abenteuer-Camping-Urlaub, ne? Genau. Ja. Also muss man sich ja die Frage stellen, was ist cooler? Ja. Ne? Also Tekin macht eigentlich hier immer einen super Job, deswegen bin ich auch hier extra zum Film heute hergekommen. Ne? Ja. So, wir gehen mal zu meinem Auto, weil ich kann euch dann kurz Internet geben. Viele Daten. Du bist jetzt mal mein Kameramann. Halt mal Warte, ganz ich habe ja kurz. sogar... Vielleicht kriegen Sie... Peter, da muss ich... Also erstmal, ihr könnt mich duzen. Ne? Also ich bin da ganz pflegeleicht, was das angeht. Dann kriegst du vielleicht heute noch 3 neue Abonnenten, weil ich habe auch noch mein Tablet mit. Da muss mein Bruder sich nur noch anmelden. 3 neue Abonnenten Vielleicht auch 5, weil wenn wir unsere Eltern noch... und dabei habe ich nur einen Aufkleber für euch. Na, alles gut. Gar nicht mit an Aufklebern. Hast du auch eigentlich einen eigenen Shop, wo du die Sachen dann so verkaufst? Habe ich alles noch gar nicht, weil ich habe wirklich ganz klein mit meinem YouTube-Kanal angefangen. Muss aufpassen, dass du mich auch im Bild hast, Kameramann. Ne? Ich habe ganz klein mit meinem Kanal angefangen. Einfach so, ich hatte an meinem eigenen Auto keine Anhängekupplung. Das war auch so ein Wohnmobil. Ich habe also an meinem eigenen Fahrzeug damals keine Anhängekupplung dran gehabt. Und habe deswegen so gedacht, ich brauche ganz dringend Anhängekupplung. Habe über YouTube-Videos mich schlau gemacht, wie baut man das am besten an und was ist das schwierig, kann ich das selber machen und so weiter. Habe davon gelernt und habe dann festgestellt, so schwierig ist das nicht. Als ich dann damit angefangen habe, habe ich gesagt, da gebe ich mal den Leuten was zurück, weil es gab keine Videos dazu, wie man eine Anhängekupplung an einem Wohnmobil anbaut. Und das war natürlich, ich habe das dann ja an einem Wohnmobil angebaut, wo hinten schon überall Möbel drin sind, wo man das also gar nicht so mit den Kabeln gar nicht mehr so rankommt. Und habe dann gesagt, okay, da gebe ich jetzt der Community sozusagen ein bisschen was zurück und mache ein eigenes Video darüber. Habe das dann hochgeladen, habe das ein halbes Jahr vergessen, habe da gar nicht großartig drauf geguckt. Guck nach einem halben Jahr, 10.000 Zuschauer. Alter. So, ups, naja,